Mein Name ist Helen Tiethoff. Ich bin die Autorin von das blaue Buch Lebenslektion Verlust. Spätwinter 2024 erscheint die neue Auflage von das Buch. Das ist überarbeitet. Und ich möchte ein paar Sachen vorlesen, da ich ja am 15. Dezember schon wieder den zweiten Read und Dine organisiere. Die kommen, die bekommen ganz feines Abendessen, 3-Gang-Menü. Und zwischen die Gänge durch tue ich vorlesen aus das Buch. Es findet statt in Kanton Luzern, Schweiz. Wie ihr hört, habe ich ein bestimmtes Akzent. Ich bin geboren in den Niederlanden und wohne schon seit einiger Zeit in der Schweiz. Einfach, ich liebe die Berge und ich liebe die Sprache. Also, ich möchte mal ein paar Sachen sehr gerne vorlesen, damit ihr weißt, um was geht es eigentlich überhaupt. Am Schluss, wenn ich hier vorgelesen habe, tue ich das, was ich immer gerne mache, wo normalerweise auch die Videos drum gehen. Wenn ihr in meine Playlist schaut, findet ihr ganz viele Heilungsvideos, geführte Heilungsvideos. Ich bin, wie man das nennt, Seelenentwicklungsmentorin. Ich tue normalerweise gern eigentlich erklären und mit, wie im Buch beschrieben, Erfahrungen im Alltag. Was bedeutet das eigentlich? Seelenbasiertes Leben. Das Buch ist eigentlich geschrieben für Empaths, die herzfokussiert leben, und ich möchte euch doch mal schnell etwas vorlesen. Das ist ganz einfach. Einführung. So, Introduction. Jeder ist mit Verlust konfrontiert. Es ist ein gemeinsamer Bestandteil des Menschseins. Der Tag, an dem du jemanden oder etwas Wertvolles verlierst, kommt, ob du es willst oder nicht. Es ist einfach unvermeidlich. Ein plötzlicher Verlust scheint oft aus heiterem Himmel zu kommen. Wenn du jedoch bewusster lebst, erkennst du, dass es selbst bei einem plötzlichen Verlust mehrere subtile Anzeichen für das, was passieren wurde, gab. Das heißt, es verlangt ganz viel Aufmerksamkeit ins Leben, und dann kommt wenige Sachen noch als Überraschung. Überraschungen sind schön, aber es gibt so viele Anzeichen, man muss nur bewusst davon sein. Das Ziel ist es, dich an einen Ort in dir selbst zu bringen, an dem du aus deiner Aspiration und deiner Verbundenheit mit allem um dich herum lebst, anstatt durch deine nicht verarbeitete Wunde gelebt zu werden. Wie viele von euch werden durch die Verwundungen von früher, von der Vergangenheit, die tief in deinem Unterbewusstsein abgedeckt sind, gelebt? Merkt ihr überhaupt, dass ihr gelehrt wird durch alte Wunden? Man merkt es eigentlich an, wenn man in die Gegenwart einfach bestimmte Vorfälle hat, die wirklich schmerzhaft sind. Das ist einfach eine Art, dass das Leben, deine Seele, etwas kreiert, um dir bewusst davon zu werden. Also es ist keine Strafe, es ist ein Geschenk. Es ist wirklich eine Sache von Ansicht. Und welches Ansicht denkst du, dass das Leben richtig schöner macht? Strafe, Geschenk. Dies wird erreicht, indem du deine Achtsamkeit als Werkzeug benutzt, um die Sprache deines unterbewussten Selbst und dein höheres Selbst deuten zu können, damit du es praktisch umsetzen kannst. Dieses Buch ist eine Einführung in die bewusste Teilnahme an unserem gemeinsamen Leben. Es lädt dich dazu ein, dich von deinem inneren Licht und deiner Seele lenken zu lassen. Es betont, wie wichtig es ist, verletzende Erfahrungen zu verarbeiten und zu wissen, meine Seele hält mir den Rücken frei. Eines Tages wird ein seelenbasiertes Leben die neue Normalität sein. Aber warum ist der Verlust das Hauptthema in diesem Buch? Es sind 306 Seiten. Ganz einfach, weil mein Leben eine Aneinanderreihung von Verlusten war. Egal, welche Verluste ich erlitten habe, ich habe immer den Weg zurück zu Glück und Lebensfreude gefunden. Das Schlüsselelement war die Liebe und die Neugier zum Leben, zu mir selbst
und zu den Menschen, denen ich auf meinem Lebensweg begegnet bin. Es ist dementsprechend ein Teaching-Memoir. Dieses Buch ist ein Zusammenspiel von Geschichten, die aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden sind. Von Seelenbewusstsein, also wirklich das ist noch oberhalb das höhere Selbst. Das ist ein Blickwinkel, wo man weiß, ich treffe jetzt diese Person und der triggert das in mir, weil das, was mir schon in die Vergangenheit passiert ist, verarbeitet werden muss. Und nicht nur das, es hat auch nochmal eine Resonanz in ein vorheriges Leben, was damals auch nicht verarbeitet war und was jetzt zu Bewusstsein, zum Licht gebracht werden darf. Also von Seelenbewusstsein bis zum Alltag. Also wie meine Lektorin sagt, ich bin redselig. Also ich bin Holländerin. Ich verstehe vieles. Ich denke, ich verstehe das Wort, aber du vielleicht besser. Also, es ermutigt dich zu erkennen, dass ein seelenbasiertes und seelenbewusstes Leben dir eine Menge Ärger, Kummer, Sorgen und vor allem Zeit und Geld ersparen kann. Nicht nur zu Hause und in deinem sozialen Leben, sondern auch in deinem Berufsleben. Dieses Buch ist vor allem für Empaths geschrieben, die in ihrem Berufsleben aufblühen und ihre Talente, Fähigkeiten und Interessen gewinnend und gewinnbringend einsetzen wollen. Manche Empaths brauchen eine tiefgründige Erklärung über Gefühle aus der Sicht des vollständigen Selbst. Selbst in dem Sinne, man ist das Unterbewusstsein, man hat das Charakter, die Persönlichkeit, höhere Selbst, Seele. Und Spirit, aber das ist für ein anderes Mal. Sie brauchen eine Erklärung des Lebens aus der Seelenperspektive, damit es für sie Sinn macht. Es ist für alle geschrieben, denen eine kurze Erklärung über den menschlichen Körper, Geist und Seele bei weitem nicht ausreicht. Hat natürlich ein wenig zu tun mit meinem eigenen Hintergrund. Ich habe ein tiefes Bedürfnis, das Leben zu verstehen, habe es aber nicht immer verstanden. Also zum Glück hat das Leben mich ganz viel auf den Lebensweg geschmissen, damit ich das Leben wirklich besser verstehe. Und das ist etwas, was ich dir auch gönne. Und von da aus ist das Lesen von einem Buch. Und wenn du dann gleichzeitig das Buch betrachtest auf dein eigenes Leben, was ist in deinem Leben passiert, was ist in deiner Vergangenheit da alles vorgefallen und wieso hast du auf bestimmte Arten reagiert, dann ist es wirklich eine ganz bodenständige Erklärung, warum, wieso, weshalb. Was bringt das Leben? Ganz viel. Also das Buch enthält einen Anhang, das ist Teil 2, in dem erklärt wird, wer wir in unserer Ganzheit sind und welche bereits bekannten und noch unbekannte Kanäle wir zu kommunizieren und Kommunikation nützen. Kommunikationskanäle, die von unschätzbarem Vorteil sind, wenn du sie trainierst. Und das ist etwas, das kann ich nicht genug betonen. Wir haben so viele Möglichkeiten, wie wir uns ausdrücken können. Und es ist sich nicht nur beschränkt auf das Sprechen, auf das Sehen, auf Zuhören. Es geht auf so viel mehr Art mehr. Ich meine, und was so viele unterschätzen, ist, dass ganz viele kann man trainieren. Hellsichtigkeit kann man trainieren. Es ist nicht so, das ist eine Gabe, ja. Training, das hilft ganz viel. Ein Psychologe hat eine andere Sichtweise als ein Gesichtleser, der wiederum eine andere Sichtweise als ein Medium hat. Bei allem im Leben hat deine Glaubenssysteme und dein erlerntes Wissen einen großen Einfluss. Kann jemand überhaupt die einzige Wahrheit besitzen und immer Recht haben? Oder geht es eher darum, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit erforscht? Erlaube dir, deinen Horizont zu erweitern und prüfe und entscheide selbst, was in dein Leben passt und was nicht. Behalte, was dir gefällt. Behalte, was dir gefällt und lass los, was nicht mit dir im Einklang steht. Doch, dafür muss ich sagen, wenn etwas nicht mit dir im Einklang steht, ist es manchmal doch wichtig zu erforschen, warum bin ich
da richtig? Oder liegt etwas in mir oder in den anderen, was schon Resonanz hat und tragt, aber etwas ist noch im Weg? Habe ich vielleicht eine falsche Ansicht? Und wenn ich nur meinen Blickwinkel ändere oder meine Reaktion ändere, was verändert sich dann? Es ist das Buch, das ich gerne gehabt hätte, als ich in 1999 ein tiefgreifendes spirituelles Erwachen erlebte. Aber ich musste meinen Weg gehen, um es erst jetzt schreiben zu können, vorlesen zu können. Es kann sein, dass ich ein paar unverblümte Aussagen mache, für die ich mich schon jetzt entschuldige. Denn ich bin nicht immer die meist diplomatische Mensch. Will ich auch nie werden, weil ich habe die du hoffentlich schätzt, die Direktheit von einer typischen Holländerin. Ich meine es nicht immer böse. Ich meine es nicht immer so ernst. Nimm mich nicht immer so ernst. Alles okay. Weil solange du lächeln kannst und dich selber auslächeln kannst, ist das Leben so viel schöner und einfacher. Also, ganz etwas anderes. Darf ich dir einen einfachen Ratschlag geben, der von dem höheren Selbst unseres Planeten kommt? Hör auf, dich selbst zu bekämpfen. Hör auf, das Leben zu bekämpfen. Hör auf, einander zu bekämpfen. Hör auf, das Geld zu bekämpfen. Und vor allem, hör auf, die Liebe zu bekämpfen. Aber wie machst du das? Was brauchst du, damit du es im Alltag wirklich lebst? Wie kannst du es authentisch leben? Also wirklich von dir aus, von deinem Herz, von deinem Bauch, von deinem Kopf aus. Was kannst du dazu beitragen, dass du eine friedliche Ausstrahlung hast? Was kannst du loslassen, das dich daran hindert, friedlich zu leben? In meinem Fall war es das seelenbasierte Leben, das mir viele Antworten auf die vielen Fragen gab, die mir durch den Kopf gingen und gehen. Denke immer. Ich liebe Denken. Passt diese Art des Lebens auch zu dir? Das kannst du herausfinden, indem du es ausprobierst und dir deine Reaktionen bewusst wirst und sie bewusst erlebst. Darf ich dich auf eine Reise durch mein Leben nehmen? Okay. Buch, gell? Nicht jetzt, nicht im Video. Keine Angst. Damit ich dir anhand meiner ganz persönlichen Erfahrung eine Einführung in das seelenbasierte Leben geben kann. Lies das Buch mit Blick auf dein eigenes Leben und denke darüber nach, wie deine eigene Seele, deine Intuition, schon die ganze Zeit mit dir in Verbindung steht. Also das habe ich damals ausgeschrieben, es ist die gedruckte Version ist das Seite 13 bis Seite 15. Also, Anfangs 2024, die überarbeitete Version wird herausgegeben, das blaue Buch Lebenslektion Verlust. Was ich aber in dieses Buch verspreche, ist, dass ich ein geheilte, nein, so nennt man das nicht, tut mir leid, gell? Ich bin noch immer Aufständer. Ich gebe mein Bestes. Was ich in das Buch verspreche, ist, dass ich ein Video über den Mut vom Herzen publiziere. Das mache ich jetzt mal. Also auf Englisch geht es um ein universelles Höhegesetz. Und ich habe meine ganze Ausbildung von 12 Jahren auf Englisch gefolgt bei einem Amerikaner, der Nuclear Engineer war und der seit 2008 in Holland die Spiritual Arts Academy gegründet hat. Eins, was mich ihm sehr geholfen hat im Leben, das ist das bewusst Aktivieren von höheren universellen Gesetzen. Und eines ist mega cool. Und weil es bei mir schon so anwesend ist, gehe ich irgendwie immer davon aus, dass das bei anderen auch ist.
Ist aber nicht so. Und das ist der Grund, dass mein spirituelles Support-Team vorgeschlagen hat im Buch, mach doch mal ein Video für The High Universal Law of Courage of the Heart. Das höhere universelle Gesetz, Mut des Herzens. Und das ist etwas, was viele eigentlich gar nicht wissen, weil viele sind bekannt mit The Law of Attraction, also der Wert der Anziehung, von das Buch The Secret, das Geheimnis. Ich weiß auch nicht, ob es so tatsächlich publiziert ist, weil ich habe es auf Deutsch nie gelesen. Was mich immer da eben trifft, und das haben wir auch während der Ausbildung besprochen, untereinander, aber auch vom Mentor. Es gibt einen Nachteil und das ist, man hat höhere Gesetze und man hat niedrige Gesetze. Und leider ist the Law of Attraction ein niedriges Gesetz. Was bedeutet das denn, dass es ein niedriges Gesetz ist? Also es ist nicht schlechter, es ist nicht weniger wirkvoll. Eigentlich, oft ist das noch mehr wirkvoll als ein höheres Gesetz. Und wieso die Diskrepanz, wieso das Unterschied von Wirksamkeit? Das ist ganz einfach. Die niedrige Schwelle von universellen Gesetzen, die wirken zwar sehr stark, was sie aber nicht tun, ist in Betracht nehmen, was du als Seele wolltest für dieses Leben. Welche Lebenslektion hast du dir erwünscht zu verarbeiten, zu leben? Was hast du dir erwünscht an innere Qualitäten zu entfalten, deine Talente zu nutzen? Wenn man zum Beispiel, wie auf dieses Bild, habe ich zum Beispiel, das ist ein Bild aus 2015, glaube ich, da habe ich drauf geschrieben Law of Identity, das Gesetz der Identität, the Law of Justice, das Gesetz der Gerechtigkeit, the Law of Grace, wenn ich mich so erinnere, ja, Law of Grace. Das lässt sich auf Deutsch natürlich schwierig erklären, finde ich. Da wird jedenfalls, das ist ein Gesetz, dass wenn du in die Vergangenheit erst etwas falsch gemacht hast, das ist auch eine Betrachtungsweise, dann ist das Gesetz der the Law of Grace, das Gesetz der Gnade, ist fähig, dass, wenn es zum Beispiel Missbrauch von Magie war, weil zum Beispiel, wenn man ganz konzentriert jahrelang das Gesetz der Anziehung einsetzt, ist das eine Form von Missbrauch von Magie. Weil es tut nämlich nicht in Betracht nehmen, was deine Lebenslektionen sind. Es schmeißt alles auf die Seite. Zum Beispiel, ich liebe Autos, oder? Wenn ich sage, ich will mein Mercedes. Wenn ich das mit das Gesetz der Anziehung mache, wäre er nicht so da, aber wäre er da draußen da. Dann würde ich so eins fahren. Aber ich habe ein Lebenslektionspaket gewählt, was mir sehr wichtig ist und was auch dafür sorgt, dass ich fähig bin und fähig bleibe, treu zu bleiben an meiner Lebenslektionen, die gewählt sind für dieses Leben. Und dass ich nicht in einer Geschwindigkeit reich werde und mich Sachen kaufe und mich Sachen leiste, wenn es heißt, dass ich bestimmten Menschen nicht mehr begegne, die eigentlich abgemacht waren, Seele vertrage, bin weggeschmissen durch ein niedriges Gesetz. Dass ich bestimmte Lebenslektionen durcharbeite. Was hat zum Beispiel zu tun mit Kreieren? Für eine Frau ist das zum Beispiel das zweite Chakra, das Sexualchakra, das kreative Chakra, das innere Kindchakra, mega wichtig. Wenn ich aber mit einem niedriges Gesetz arbeite, kommt vielleicht mein Mercedes viel schneller. Aber dann habe ich nicht geschnallt, dass ich durch Heilung von meinem zweites Chakra brauche, dass ich das erleben muss,
weil in mein zweites Chakra noch ganz viel Verwundungen aus vergangenen Leben, dieses Leben, von sexuellen Erlebnissen präsent sind. Weil wenn zum Beispiel, das ist übrigens, wird es auch in einem Buch lesen, das ist ganz interessant, da ist eine Geschichte drin über Harems. Was ist der Einfluss von einem Harem? Tue ich jetzt nicht alles erklären, ist ja schon ein Buch, kannst du dir bestellen und kannst es lesen. Aber für eine Frau ist das Kreieren, geht über die Sexualorgane, über Sexualität. Das heißt nicht, wenn man sexuelle Energie spürt, dass das bedeutet, das ist der Typ, mit dem gehe ich ins Bett. Nein. Weil wenn du wirklich achtsam bist, ist es nicht nur spürbar bei Männern, auch bei Frauen. Das bedeutet ja nicht, dass du die ganze Zeit denkst, oh, mit dem will ich Sex haben, oh, mit dem will ich ins Bett, oh, das wäre aber geil, gell? Nein, es geht darum, dass man die Achtsamkeit und das Bewusstsein hat, bewusst zu werden, oh, was wird dort angefasst? Warum reagiere ich so heftig? Es geht manchmal darum, dass Leute in das Leben kommen, wenn zum Beispiel eine vorherige Beziehung, der ist abgebrochen, der ist clean cut, man hat einfach nichts mehr miteinander zu tun, aber die Schmerz, die man einander angebracht hat, wenn das nicht verarbeitet wird, wird es einfach runtergestaut. Und dann wird dann bei dem nächsten Kennenlernen auf einen, weiß ich wer, ein Typ, wird das angefasst. Und anstatt, dass man die schönen Gefühle teilen kann, wird aber auch Angst angefasst. Und die Ängste, das ist genau, was so wichtig ist, um zu verarbeiten. Und um das zu tun, ist es manchmal sehr hilfreich, wenn man Zutritt hat zu das Gesetz Mut des Herzens. Weil, wenn man nicht den Mut in sich tragt, die eigenen Gefühle, die eigenen Schmerzen oder die Gefühle und Schmerz und Schock vielleicht der andere anzugehen, zu spüren und damit es wegfließen kann, ja, dann wird das Leben schon wirklich schwierig. Und wenn ich um mich herum schaue, und das meine ich nicht abwertend, wirklich nicht, so ist das nicht gemeint, aber es ist für mich eine Tatsache, weil ich sehe, dass viele andere Menschen sich viel durch Media beeinflussen lassen. Die schauen mal wie nennt man das auf Deutsch wieder? Tagesschau. Und die sehen ganz viele weltliche Probleme. Und das kommt im Energiekörper rein. Und das fasst vielleicht etwas an. Und vielleicht staut es sich, wie den Kraft von, wie heißt es schon wieder auf Deutsch? The Power of Resistance. Genau, der Kraft der Widerstand. Widerstand ist nämlich eine aufbauende Kraft und dann kann in ganz vielen verschiedenen Situationen kannst du einen Widerstand spüren. Das baut sich auf. Das baut sich auf wie ein Stausee. Und das ist etwas, das kann man wieder abbauen. Also ich habe das während der Ausbildung gelernt und sehr oft eingesetzt in mein eigenes Leben. Also ich bin wirklich überzeugt, das hilft, wenn man einfach die Mühe nimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass du das nicht alles kennst. Ich weiß keine Ahnung wie, was ich anbieten kann. Ich kann das während einer geführten Heilung, einfach ein Video, kostet die gar nichts, kostet die nur vielleicht 60 Minuten von deiner Zeit, damit die Engel, womit ich arbeite, für dich die Sachen lösen können. Also, wenn das tönt nach etwas von, oh ja, das will ich doch heute erleben, bleib dann schauen und dann schauen wir mal, wie ich jetzt weitergehe. Aber normalerweise, wie gesagt, das ist mein erstes Video auf Deutsch. Ich mache normalerweise meine Videos auf Englisch. Das heißt, ich muss dann auf der Stelle jetzt schon besetzen, wenn es dir recht ist. Oder, weiß ich was, da beim Redli vom YouTube-Video kann man auf Einstellungen gehen und dann kann man einfach ganz unkompliziert Untertitel einschalten. Damit erlaube ich mich selber einfach meine Arbeit zu machen als Geistheiler in die Sprache, wo ich es trainiert bin und wo es auch wirklich fließend und stärker rauskommt, damit du einfach die Transmissions, die
energetische Weitergabe empfangen kannst, ohne dass ich ständig dran bin, oh, wie heißt das schon wieder auf Deutsch? Ist das okay für dich? Kannst du damit leben? Ja, du musst, gell? Ich habe nämlich gerade entschieden, dass ich das auf Englisch mache. Also, legen wir mal los, gell? Was ich tue gerne, ist auf Englisch die Heilungsraum aufstellen lassen durch die Engel. Ich tue das einfach aussprechen und es wäre schön, wenn du in die Zwischenzeit, egal ob du jetzt Englisch beherrschst oder nicht, mal in dich spürt, was verändert sich. Merke ich eine subtile Änderung? Merke ich, dass ein geschützter Raum um mich herum kommt? Merke ich, dass zum Beispiel während dass ich das mache, dass dein Schutzengel hinter dir stehen kommt? Solche Sachen. Und der eine ist sehr hellsichtig, der wird es sehen. Der andere spürt einfach. Und der andere hört einfach ganz auf einmal, hey, hallo, ja, ich bin auch da. Für die Hellhörenden unter uns. Ja, wie gesagt, wir gehen weiter, legen wir uns mal los. And I'm going to switch to English then, and I give you just a moment to adjust the video. Ich rate dich jetzt an, einfach die Untertitel einzuschalten, damit, wenn du mich mal nicht verstehst, was vorkommen kann, dass du jedenfalls mitlesen kannst, was da alles passiert. Oder du sagst, ach nein, Helen, das ist mir doch alles egal. Ich spüre einfach. Auch gut, wie du willst. And let's be grounded, aligned and centered. Let's be one with the higher self, subconscious self. As higher self, let's merge and create a state of unity between our conscious and subconscious selves. And the subconscious self, let's accept the state of unity. As higher self, let's merge and create a connection with the higher self, the planets. Special for the Swiss ones, create a connection with the higher self of the Vierwaldstätte See. Create a connection with the higher self, the moon, the sun, the cosmos. And let's call in the ages of high magic, guides, spirits, spiritual tools that will be of greatest benefit in this healing. And let us pray that this experience benefit each of us in spiritual growth, healing and awareness. Let's create a magical circle around us and request the angel of high magic to create concentric circles around each participant. And let's create a magical shield on the outside of the circle so that whatever happens within is protected and confidential. Das ist das Einzige, was ich schnell tue. Wir besetzen, da wird um den magischen Kreis wird ein Schutzfeld angelegt, damit keiner, der auch nur etwas mit diesen Heilungen zu tun hat, der nicht reinschauen soll, ob es jetzt ein Mensch oder Entität ist, es wird abgeschirmt. Nur diejenigen, die abgestimmt sind, seelisch oder persönlich oder vom Charakter aus, können mitschauen. Und alles andere wird ausgeschlossen. And let's call in a magical lantern so that we open to the higher awareness. Let's call in a magical mirror so that we each see ourselves more clearly. And let's now meditate on Divine Guidance Perfect Self for the next 60 minutes. Let's now meditate on the Wisdom Perfect Self for the next 60 minutes. And let's now meditate on the Courage of the Heart Perfect Self for the next 60 minutes. And request the Angels of High Magic to reset the grounding to total present time. And for those who desire on a soul level, decided by soul or by spirit. And for them, like me, have the grounding be extended from the center of the planet to the higher self of the galaxy.
Für mich ist das verbinden mit der Erde und dann von da aus von das Mittelpunkt von der Erde verbinden mit das Zentrum der Galaxie ist für mich wirklich, das brauche ich zum Erkörpern. Und was auch nochmal hilft, das ist auch nochmal eine wirklich wahnsinnige Abkürzung, die ich erst nach 4 Jahren Ausbildung gelernt habe. Was wichtig ist, ist, dass du als Spirit in dein Ätherkörper verbleibst. Also, wenn du wirklich geerdet sein möchtest, dich selber verkörpern möchtest, dann ist es am einfachsten einfach durch Absicht als Spirit im Ätherkörper zu sein. And as spirit, step into etheric body. And attune to the grounding. Und also das kann ich jetzt wieder auf Deutsch machen. Das, was die Engel mich zeigen, ist, dass das Erste, was die machen, ist einfach für all die Zuschauer, die machen immer normalerweise 4 bis 5 abgeschirmte Räumlichkeiten, energetische Räumlichkeiten, die in Verbindung stehen mit einem Heilungstempel in die höhere astrale Ebene. Das ist nochmal wieder ein extra Schutz, eine extra Energieerhöhung. Und der Grund, dass das immer gemacht wird, Energieerhöhung, ist von das ganz unkomplizierte und einfache spirituelle Wahrheit. Das natürlich nur Wahrheit ist, abhängig von wo man das aus betrachtet, ist, dass höhere Bewusstsein kann niedriges Bewusstsein wahrnehmen, aber niedriges Bewusstsein kann höheres Bewusstsein nicht wahrnehmen. Weil wenn wir das könnten, würden wir doch alle Gott kennen und gar keine Frage stellen. And request the Angel of High Magic to call in the law of identity for all of us. Have it activated. Das heißt, die Engel tun jetzt für jede von uns, die dafür offen stehen, als Persönlichkeit oder Charakter oder als höheres Selbst, als Seele, wird das Gesetz der Identität wird aktiviert. Man kann nämlich die Gesetze aktiv aktivieren. Muss jeder für sich testen, wie das fühlt. Jetzt tue ich es einfach, weil du schon das Video anschaust. Was jetzt passiert ist, dass wir alle bewusst werden, oder wir werden gefragt, bewusst zu werden von uns spirituellen Unterstützungsteam. Bei einigen von uns wird im Moment das spirituelle Unterstützungsteam wird ausgetauscht oder die bekommen ein Upgrade. Das heißt, die Schutzengel, die wussten schon im Voraus, dass du nach dieses Video schauen würde, weil bei denen ist Zeit, spielt eine ganz andere Rolle als für dich. Das heißt, die haben mittlerweile eine Ausbildung bekommen, damit die dich komplett begleiten können, damit du einfach nur an deinen Schutzengel bestimmte Sachen einfach fragen kannst. Musst du nicht, die 12-jährige Ausbildung machen, einfach, hat sich schon erledigt, einfach weil das darf. Das ist eines der Aufgaben, die ich bekommen habe von den Engeln. Und ich bin nicht die Einzige, die die Aufgabe hat, natürlich. Es sind mehrere, die das machen. Ich bin nicht dafür, um nur Menschen auszubilden. Ich bin auch dafür, um die Verbindung zu legen zwischen Mensch und spirituelle Support-Teams, damit und die Schutzengel, aber auch die Geistführer zusätzliche Ausbildung bekommen, um dich in diese Zeit, die so wahnsinnig wichtig ist auf der Erde, weil wir so wir gehen durch eine Erwachungsphase. Viel mehr Menschen bekommen jetzt Zutritt zu die Intuition, zum Instinkt, zu anderen Dimensionen, Telepathie. Alles ist so viel einfacher. Und dann ist es manchmal schön, dass wenn du geboren bist vor 2000,
was sehr wahrscheinlich ist, wenn du dieses Video anschaust, dass dein Team von Geistführern, die du bekommen hast, in dem Moment, dass du geboren bist, mal angepasst und geupgradet wird nach der heutigen Zeit. Weil wir sind jetzt in 2023, das sind komplett andere Regeln, egal ob du das jetzt verstehst oder nicht, aber die Regeln haben sich verändert. Und dann ist es mal schön, dass ich dich jetzt zur Verfügung stelle, die Engel der Höhe Magie, die für dich individuell, egal wer du bist, wann du das Video anschaust, welche Religion du hast, welche ethnische Hintergrund du hast, dass du einfach fragen kannst, einfach im Gedanke und musst nur Erlaubnis geben, dass dein Unterstützungsteam ausgebildet wird. Und was die Engel dazu auch sagen möchten, ist, dass die gerne für uns ein paar universelle Gesetze symbolisieren lassen und bei dir in deinem Raum einen Platz geben. Und das wird so lange da sein, solange es für dich gut ist, oder dass du sagst von, Symbol hat mich gar nicht gebracht, bitte auflösen, bitte. Wenn du jetzt schon so denkst, tun wir so programmieren, dass es in ein Jahr sich auflöst. Und bei anderen, die sagen, nein, ich finde das schon interessant eigentlich. Gesetz der Identität, Gesetz der Mut des Herzens, doch, das finde ich gut. Dann ist es einfach halt so, dass spätestens bis Ende des Lebens, also beim Sterben, wird das Symbol sich ganz automatisch auflösen. Damit du es nicht mitschleppst in andere Leben, wo du es gar nicht brauchen kannst. Und das ist nämlich wichtig. Das ist Höhe Magie, dass man nur die Sachen einsetzt, die jetzt etwas bringen. Für dich und für dein Umfeld. Also, die Engel fragen nochmals, ich bin wieder redselig. Ja. Moment. Schließe für einen Moment deine Augen. Und stell dir vor, dass ich jetzt einfach die Stimme für deinen Schutzengel bin. Und ich weiß, Schutzengel sind nicht so redselig wie ich. Deswegen tue ich gerne das mal übernehmen. Und die möchten nur an dich fragen, ist es in Ordnung, dass dein spirituelles Support-Team ein Upgrade bekommt? Und du kannst einfach gedanklich jetzt Ja oder Nein sagen. Du kannst es denken. Du kannst es aussprechen, du kannst es dir aufschreiben, wie du möchtest. Nächste Frage. Ist es in Ordnung, dass wir für dich jetzt das perfekte Symbol der höheren universellen Gesetze von Identität, das höhere universelle Gesetz des Vertrauen, göttliches Vertrauen, das höhere universelle Gesetz der Mut des Herzens, dann kommt noch ein viertes. Du kannst jedes Mal Ja oder Nein antworten, entweder gedanklich, entweder laut aussprechend oder du schreibst es dir auf. Und dürfen die Engel für dich das perfekte Symbol des höheren universellen Gesetzes der Gnade, the higher universal law of grace, kreieren und dann embedden das heißt einen Platz geben in deinen persönlichen Raum, in dein Aura oder vielleicht in deinen subtilen Körper oder vielleicht im Chakra, Auraschichten. Das tue ich nicht bestimmen, das wird dein Schutzengel bestimmen, wo es kommt, deine Seele wird bestimmen. Das ist ein guter Platz für zum Beispiel das perfekte Symbol für das Gesetz des göttlichen Vertrauens. Und das ist ein Prozess, das manchmal noch ein bisschen müde macht. Manche von euch werden vielleicht einschlafen. Manche sagen von, was redest du? Ich bin am Arbeiten, ich bin am Losse und alles geht gut. Geht auch, das spielt nicht so eine Rolle. Für manche wird das Prozess erst ausgearbeitet während Schlaf. Das nennt man Dream State Healing. Wie übersetzt man das? Dream State Healing.
Traum statt Heilung. Das heißt, man schläft und wo du gewöhnt bist, du gehst Traum, gehst noch immer träumen, aber dann gehst du nach den höheren Astrale-Ebene und wirst du eingeladen in eins der Kristalltempel oder weiß ich was von Heilungstempel. Vielleicht schaut es aus für dich wie ein ganz Wahnsinn, schöne, hübsche Bibliothek mit ganz vielen Büchern, wo all die Gesetze geschrieben sind, erklärt sind, beschrieben sind. Bekommst du dort über ein paar Nächte verteilt, jede Nacht ein Symbol für ein bestimmtes Gesetz, was zu dir passt, weil ich sehe nämlich auch Zuschauer, die mehr universelle Gesetze bekommen, als was ich hier benenne. Wenn du eines davon bist, dann weißt du es, dann weißt du auch, du bist schon spirituell weiterentwickelt und es ist für dich einfach schön, mal einfach durch so ein Video bewusst zu werden, was da alles passiert mit deiner Seele, dein höheres Selbst, unter Begleitung von deinen Schutzengel. Also das muss ich aussetzen. Oder nicht. Ich bin ja auch Mensch. Also. Dieses Prozess dauert, also früher dauerte es sicher 3-4 Stunden. Braucht es heutzutage nicht mehr. Ich weiß das durch. Das brauchen wir gar nicht mehr, weil die Zeit hat sich verändert, hat sich so viele Sachen haben sich verschnellt. Die Schwingung der Erde hat sich ja schon erhöht. Also alles geht viel einfacher, viel ringer. Und das nützen wir jetzt aus. Aber zwar in die Zeit, dass die Symbole kreiert werden und einen Ort bekommen in deinen persönlichen Raum, kommen jetzt nochmal Engel rein, der Engel der Höhe Magie. Engel tun sich nie in deinen persönlichen Raum aufenthalten, die kommen nie in deine Aura. Nie. Das machen die nicht. Das ist sehr disrespektvoll, wenn eine Entität in deine Aura kommt, in deinen Raum, weil oft ist es so, dass dann die unterschiedliche Vibrationen, die Frequenzen, können sehr zerstörend wirken. Wenn du aber zum Beispiel sehr telepathisch begabt bist, du bist Mensch und tust dich austauschen mit einem anderen Mensch, wo du ganz viel Resonanz hast, ist es weniger schlimm, wenn man im Aura voneinander kommt. Und wenn man auch bewusst ist, wie man das nachher wieder trennen muss. Das ist kein Thema, aber mit Entitäten, nein, das macht man nicht. Egal, wenn du irgendwo mal gelesen hast oder irgendwo mal gehört hast, dass es so schön ist, wenn dein Schutzengel dich umarmt. Nein, geht nicht. Entschuldigung, dass ich dich jetzt enttäusche, aber das ist ein No-Go. Das muss man nicht machen, so ein Blödsinn. Die Schwingungsunterschiede sind viel zu groß. Dann verbrennst du dich selber. Mach das doch bitte nicht. Und nimm es an. Deswegen, wenn du mit deinem spirituellen Sportteam dich unterhaltest, tu es immer von einem geschützten Raum. Die sollen das Respekt haben, außerhalb einer Aura zu bleiben. Und wenn sich eine Entität sich meldet und meint, er kann einfach in deinen Raum reinkommen, dann kannst du deinen Schutzengel fragen, all die Verträge auflösen lassen, weil das darf nicht. Das ist nicht in Ordnung. Früher vielleicht mal, für 1000 Jahre. Und vielleicht mal für 600 Jahre war es noch okay. Aber in 2023, ne. Krieg mehr Respekt füreinander, gell? Das heißt, man kann auch immer miteinander in Verbindung gehen, aber auf bestimmte Art und Wege. Es hat wirklich Methoden dafür, dass es alles machbar ist. Aber man muss einfach das eigene Energiefeld respektieren und auch das andere. Ich bin jetzt ein wenig viel am Reden, merke ich. Und da kommt jetzt der Punkt, dass ich euch etwas erklären darf über das Gesetz der Widerstands. Nein, das ist kein Gesetz, das ist eine Kraft. Kraft des Widerstands. Und das ist, dass man mit einer bestimmten Form des Lichts, und für mich ist zum Beispiel ein universelles Gesetz, schaut aus wie Licht. Es ist zwar eine geometrische Sprache,
aber es ist Licht. Die geometrische Sprache ist Licht. Also das ist dann das Erste. Was auch noch so ist, dass verschiedene Bewusstseinsebenen, und das kann zum Beispiel sein, der Angelic Choirs, Chor, wie sagen wir das auf Deutsch? Ein Engelschor, jedenfalls, wenn man einen Haufen Leute beieinander hat, die singen. Ja, du hast ein Bild, gell? Tipptopp, das. Die haben eine eigene Frequenz von Licht und so hat Bewusstsein, ganz viele Ebenen von Bewusstsein, hat eine bestimmte Lichtintensität. Warum tue ich das jetzt erklären? Das ist ganz einfach, weil wir fangen jetzt an mit das Teil der geführten Heilung, wo die Kraft der Widerstand einfach gelöst wird im persönlichen Raum auf verschiedenen Ebenen. Es kann sein, dass es im Unterbewusstsein, es kann sein, dass es im Chakrasystem aufgelöst wird, es kann sein, dass es in die verschiedenen Auraschichten aufgelöst wird oder im Mentalkörper. Es kann nämlich sein, dass du im Alltag ganz viel Widerstand hast, zum Beispiel zu meiner Arbeit. Du hast Widerstand, du hast Interesse und du hast Widerstand. Dann ist es einfach Sache, dass du dich einfach Zeit nimmst, einfach mal einen Moment von erlaube doch Licht, und wir gehen nach einer bestimmten Ebene von Licht, die fähig ist, die Kraft der Widerstand, die du aufgebaut hast in deinem eigenen Körper, und es kann sein, dass du in deiner Vergangenheit Momente hattest, wo Menschen dich abgewertet haben, dich beschämt haben oder, es gibt schon ein deutsches Wort, Demutigung haben oder die dich beleidigt haben oder gesagt, du bist nicht wert oder die haben gesagt, nein, Kinder zum Beispiel, du machst jetzt das, eine Ausbildung, weil wir als Eltern sagen, dass es gut ist für dich. Und nein, es ist egal, dass du etwas anderes machen willst. Also das ist so eine Sache, dass auch das Entscheidungsvermögen von das Kind, der Jugendliche, die du damals warst, angegriffen wird. Und es kann dann sein, dass du durch dein ganzes Leben, jedes Mal, wenn du in einer Situation bist, dass jemand mitentscheiden möchte, dass du sagst, nein, ich entscheide. Warum sage ich das? Ich bin eins von solchen Menschen, die gern selber entscheidet. Weil in meiner Vergangenheit Entscheidungen für mich getroffen sind, die ich nicht so sexy fand. Und dann ist es natürlich Sache, meine Eltern gegenüber zum Beispiel die Kraft des Widerstands abzubauen, damit ich wieder die ganz anders begegnen kann. Und das Leben ist viel schöner, wenn man das macht. Kann ich von Erfahrung aus sagen. Und klar, es braucht noch ein paar mehr Sachen als nur das, aber das ist schon ein sehr wichtiger Schritt. Also, kannst du dich wieder konzentrieren auf meine Stimme. Schließe deine Augen. Finde dein inneres Zentrum. Und wenn du vom Kampfsport begleitet bist in dein Leben, ist es sehr einfach. Oder Qigong, bewege dich nach dein Dintin. Und weil du in dein Dintin, dein Haar, dein One Point, dein Bewusstsein konzentrierst in der Mitte, dann erlaube dann einfach deinem Schutzengel den Raum freizugeben für den Engel der Höhe Magie. Und die bringen uns alle in Verbindung mit das Licht der Höhe selbst. Das Licht der Höhe, Gedächtnis von Gott. Ich tue das mal ganz schnell auf Englisch, damit ich das richtig habe.
And let's connect to the light of the higher mind of God and request the Angels of High Magic to channel in the light of the higher mind of God in us on the witness unit body level, meaning it are the Angels of High Magic who create for each viewer a witness unit body. So none of the viewers have to think about and mentalize what the concept is. A witness unit body is the whole of you, containing everything, the aura layers, the subtle bodies, the organs, the physical body, chakras, major, minor, secondary, your ectoplasm, your biological energy field, and the subtle bodies are the astral body, mental body, spiritual body, and of course in the lower vibrating we have the physical body, the subtle physical body, and the etheric body. And the angels are going to commence with channeling in the light of the mind of God into the mental body, and from here it flows out to the whole who you are. In a way, you as a personality, as a character, are able to receive. And the intention is to cleanse out the forces of resistance. And allow this to purge for the next 3 to 5 minutes. Und ich werde in die Zwischenzeit nochmal probieren, das auf Deutsch zu wiederholen. Die Engel werden das höhere Licht von dem Geist von Gott reinfließen lassen in unser Mentalkörper. Das ist ein subtiler Körper. Und mit der Absicht, dass die Kräfte des Widerstands sich lösen und wegfließen können aus unserem Dasein. Und wenn die Kräfte des Widerstands sich auflösen und wegfließen aus unserem Mentalkörper, wird es sich auch nach die Fähigkeit von dich als Mensch, als Persönlichkeit, als Charakter, wird es wegfließen aus dein Witness Unit Body, keine Ahnung. Es tut wegfließen aus all deine subtile Körper, dein spirituelle Körper, Mentalkörper, Astralkörper, Ätherkörper, subtil physisches Körper und physisches, keine Ahnung, wie ich das ausspreche, Körper. Das, wovon die meisten Menschen denken, dass die nur das sind, zwar es nur ein Bruchteil ist. Es wird wegfließen aus unseren Auraschichten, unsere Chakren, die Hauptchakren, Seidelchakra, Stirnchakra, Kehlchakra, Herzchakra, Solarplexus, zweite Chakra, die erste Chakra. Und vor allem bei den Frauen, aber auch bei den Männern natürlich, die zuschauen, frage ich die Engel nochmal viel Aufmerksamkeit zu richten, um die Kräfte des Widerstands aus die Sexualorgane wegfließen zu lassen, damit der Raum entsteht für unsere Kreativität und Kreationskraft, damit der Raum entsteht für Gestaltungsaustausch. Und mit das Wegfließen lassen der Kraft der Widerstand ist es auch viel einfacher, um eventuelle anwesende schmerzvolle Erinnerungen
egal wo im Körper, aber ich tue mich ja jetzt speziell auf die weibliche Sexualorgane richten, dass das alles wegfließt, damit es kein unnötige Blockaden aufwirft für jetzt und in Zukunft, um das Leben zu gestalten, Form zu geben, zu kreieren, nicht nur alleine, aber auch in Zusammenhang mit anderen Menschen. Und dass nicht mehr von aus Schmerz das Leben sich gestalten kann, aber dass es von außen die tiefe, gelingte Freude, die von aus die weibliche Sexualität, die weibliche Sexualorgane hochkommen darf. Bist du Mann, gilt es für dich natürlich auch. Als Mann hat man eine sehr gebende Qualität, versorgende Qualität. Und es kann sein, dass du diese heilende Meditation in kompletter Stille erlebst. Es kann auch sein, dass du beschäftigt bist mit ganz vielen Gedanken und Bilder, die vorbeikommen. Dann kann ich dir nur die Empfehlung mitgeben, beobachte deine Gedanken nur, geh nicht in Interaktion mit denen. Beobachte die Bilder nur, weil mit Beobachtung können die auch einfach wieder wegfließen. Und das ist ja auch Teil der Sinn dieser Übung, dass Sachen wegfließen können. Und da das Licht in unser Mentalkörper reinströmt, ist es auch normal, dass für diejenigen, die das zum ersten Mal machen oder zum ersten Mal erleben, dass die gedanklich sehr beschäftigt sind im Moment. Aber es gibt auch viele unter uns, die das schon in vorherigen Leben schon erlebt haben. Und das ganz einfach in Stille, im Einklang der Stille durchfühlen. Normalerweise bin ich gewöhnt, diesen Schritt zuerst zu vollenden, damit wir zum nächsten Schritt kommen. Doch die Engel zeigen mich, dass es für jetzt geeignet wäre, dass wir jetzt schon anfangen mit das Aktivieren von den verschiedenen universellen Gesetzen, die in ein Symbol gefasst sind und in dein persönlicher Raum irgendwo einen Platz bekommen haben. Das hat immer einen Grund, wenn die Arbeitsanweise leicht enden. Und da vertraue ich auch völlig drauf. Das heißt, wir werden jetzt für uns alle, also lass mal so sagen, für diejenigen, die seelisch, spirituell, die Persönlichkeit offen dafür ist, dass jetzt das Gesetz der Identität aktiviert wird, wird es jetzt aktiviert durch den folgenden magisch beladenen Satz. Und zwar, lasst uns jetzt
das universelle Gesetz der Identität aktivieren. And let's now activate the perfect symbol of the higher universal law of identity for the next 5 minutes. Du kannst dich einen beschränkten Zeitraum auswählen, damit es aktiviert wird zum ersten Mal. Damit tust du es besser fokussiert wahrnehmen. Wenn man so ein Gesetz der Identität aktiviert, wird automatisch einige Sachen, die nicht deine Identität sind, aber sich trotzdem in deinem persönlichen Raum aufenthalten, erkannt werden als nicht deine Identität und wird schon automatisch wegfließen. Und oft strömt es zurück nach den originalen Sender. Dann ist es egal, ob es von einem Mensch war oder dass es via ein Mensch gekommen ist. Es geht einfach wirklich nach die originale Sender geht es zurück. Und auch in neutrale Form. Und in einem anderen Video werde ich auch komplett eingehen auf das universelle Gesetz der Austausch. Und werde in das Video auch ganz viele Schritte durchlaufen, wo das Gesetz aktiviert wird, wo du spüren kannst und fühlen kannst oder sehen oder hören, wie das, was nicht von dir ist, einfach wegfließt, mühelos. Schon cool, ja? Und das Geile, das Gesetz des Austauschs, aber für das sind wir noch nicht bereit heute, ist, dass Energieformen von dir, die sich aufenthalten in das persönliche Raum von jemand anderem, ganz einfach wieder zurückfließt. Aber für jetzt fokussiere dich auf das aktivierte Symbol des Gesetzes der Identität. Ich glaube schon, dass einige von uns besser im Körper kommen, weil ich merke, ich komme besser im Körper und es ist eine Interaktion. Wenn ich einen Schritt mache, ist es für euch auch möglich, einen Schritt zu machen. Macht ein Teil von der Zuschauergruppe einen Schritt, ist es für mich wieder möglich, einen Schritt zu machen. Also ich bin nie der Mensch, der sagt, weil ich es kann, kannst du es. Nein, weil es uns möglich gemacht wird, wird es für uns alle möglich gemacht. Und es ist von Person abhängig, wie viel man davon mitbekommt, wie viel man erfahrt. Und man kann nichts falsch machen. Es ist einfach für den Moment, dass du jetzt dieses Video anschaut, ist es gut. Ich werde am Schluss von dieses Video noch ein Bild einfügen von der Aussicht, was ich heute habe. Das ist wirklich ganz schön. Ich wohne ja in der Schweiz auf fast 700 Meter Höhe. Es hat geschneit. Boah, wirklich cool. Weißt du, was ich so schätze, wenn ich das sehe? Und ich labere jetzt unendlich. Das heißt, Sachen sind im Prozess, die sind am Bewegen. Dann gehe ich im Bullshit reden. Die Glitzer, die man sieht. Auf dem Schnee. Das mag ich. Mega schön. Ja. Hast du es auch gern? Oder bist du nicht so der Schneemensch? Muss ja nicht sein. Und ich höre von meinen Engeln, dass wir jetzt das Gesetz der Gnade aktivieren. And let's now activate the perfect symbol of the higher law of grace.
And have it activated for the next few minutes. Und ich frage nochmal speziell für ganz viele Zuschauer und auch für mich selber, dass das Gesetz der Gnade, Law of Grace, Missbrauch von Magie in unserer Vergangenheit, Vergangenheit von dieses Leben, Vergangenheit von vergangenen Leben, Vergangenheit von Zwischenleben, sich auflöst. I cast Angel Fire Magic to set up and perform a ritual to dissolve any forms of misuse of magic by use and activation of the Law of Grace. Ich weiß noch, es war, denke ich, 2009 oder so. Dann hat mein spiritueller Lehrer das zum ersten Mal gemacht. Oder 2008 sogar. Und da ist wirklich jedes Mal, wenn man so etwas machen lässt, dass man wirklich die Gnade von Gott empfangen kann für Missbrauch von was auch immer du in die Vergangenheit gemacht hast. Mega schön. Das sind die kleinen Geschenke, die ich dich für mich Sonntagnachmittag schenken darf. Weil ich bin ja nur der Vermittler. Aber es ist schön, dass sie es machen, weil ich sehe wirklich ganz viel Aktivität in die Zuschauerräumlichkeiten. Mega cool. Man wird als Zuschauer einfach in die verschiedenen Räumlichkeiten, die Reading Spaces, eingeteilt. Das ist abhängig, was sind deine Lebenslektionen, damit es viel Resonanz hat. Wo bist du als Mensch? Wie empfindlich? Ja. Bist du oft dafür, die Heilung zu empfangen? Oder bist du schon weit geschritten? Bist du wirklich schon weit? Gehst du in einen anderen Reading Space? Es kann nämlich sein, dass du schon ganz viel an dich selber gearbeitet hast und dass es für dich in eine höhere Geschwindigkeit kann. Das heißt, die Räumlichkeiten, die ich da sehe, die haben verschiedene Geschwindigkeit von Heilungsempfang, auch von der Tiefe des Heilungs und auch nicht unwichtig, die Resonanz, die ihr alle miteinander habt. Das heißt, da werden Gruppen geformt auf spiritueller Ebene, wobei ihr euch mega unterstützt in eurem Prozess, was jetzt läuft durch diese Vermittlung von Heilung. And let's now activate the perfect symbol of the high universal law, courage of the heart. Endlich. Was jetzt aktiviert wird, ist das höhere Gesetz, der Mut des Herzens. Und bei mir ist es gleich, wuff, mein Herz wird mega, mega warm. Ich fühle ganz viel Verbindung mit euch als Zuschauer. Ich fühle auch ganz viel Dankbarkeit für das, dass ihr mich erlaubt, euch mitzunehmen, mitzuführen durch dieses Prozess. Und was ich auch merke, ist, dass das Aktivieren von Mut des Herzens, was bei mir schon so lange sehr präsent anwesend ist, dass es für euch viel einfacher ist, es in euch zu erwachen. Und dann gibt es nochmal ein paar Zuschauer, die genauso sind wie ich, die das auch schon sehr lange in sich tragen. Auf Englisch sagt man dann, we hold space for each other. Buchstäblich übersetzt, ich weiß nicht, ob das richtig ist, würde man sagen, wir halten Raum füreinander. Aber ich würde eher sagen, wir bringen eine Tragkraft füreinander ein, dass es in euch jetzt entfacht werden kann. Nicht nur entfacht, erwacht. Ja. Damit du mit mehr Mut dein eigenes Leben und die Lebensumstände angehen kannst. Und für jede zeigt sich das anders.
Für mich ist zum Beispiel ein wichtiger Weg, dass ich den Mut finde, Freundschaften anzugehen, menschliche Freundschaften. Und warum ich das so explizit sage, würdest du verstehen, wenn du mein Buch bestellst und liest. Für mich ist es einfach mega wichtig, weil ich bin jetzt 49 und ich habe wirklich das Bedürfnis, Freundschaft anzugehen, zu vertiefen, und ich bin schon auf gutem Weg. Was ich jetzt ganz speziell noch schnell euch anbieten möchte, für diejenigen, die noch weitermachen wollen, das ist, die tun jetzt auf spiritueller Ebene, Mentalebene, Astralebene, Etheric-Ebene, tun die eine Zeitlinie erschaffen für alle von euch, die mitmachen wollen. Und dann ist das 3 Jahre vor der Geburt bis 3 Jahre nach dem Tod. Ich tue das immer auf 100 Schritte aufteilen. Wenn ihr mein englischsprachiges Video schon schaut, weißt ihr das. Dann wird einfach in 100 Schritte, oder tue die Zeit nicht beschränkt, 50 Schritte. In 50 Schritte wird dann einfach die Gesetze, die wir gerade aktiviert haben, Law of Identity, Law of Grace und Law of Courage of the Heart, werden einfach durch deine Zeitlinie fließen, um ihre Wirkung zu haben. Ich tue die Wirkung jetzt nicht erklären. Ich möchte lieber, dass du in deinem Gefühl bleibst. Die Ellen sind immer sehr schnell, und was ich sehe, dass 20% der Zuschauer nicht mitmachen, das ist in Ordnung, das darf. 80% macht aber mit. Das ist so cool, ne? Bist du eins davon? Weißt du das? Ich sehe jedenfalls bei mir auf dem Pult erscheint jetzt die Zeitlinie, 4 Stück, die kommen jetzt, die verschenken in 1. Das heißt, es schaut jetzt 1 als eine Linie, es sind aber mehrere Ebenen. Und Law of Identity, Law of Grace, Law of Courage of the Heart werden aktiviert. Es gab noch ein 4. Gesetz, das wird jetzt auch reinbezogen. Ich bin leider vergessen, was das war. Was war das? Law of Responsibility. Das Gesetz der Verantwortlichkeit. Und das Schöne ist, dass es mit einem Gesetz, wenn das so aktiviert wird, wird es nämlich auch die Verantwortung, die auf dich geschoben ist, was gar nicht deins war oder ist, fließt weg. Das heißt, es ist für dich wieder einfach, um das, was gar nicht deine Verantwortung ist, einfach wegfließen zu lassen. Aber auch die Verantwortung, was deins ist, was du bis jetzt nie genommen hast, weil du nicht in die Lage warst, das zu nehmen, wird jetzt ganz einfach aktiviert und kannst du einfacher, das Licht ein wenig, wirst du einfach einfacher annehmen können und ausüben können. Sonnenschein, gell? Ja. Ich glaube, wir sind alle so parat, wenn ich das so sehe. Meins ist auch parat. Meins geht von hier nach da. Ist ungefähr auf diese Ebene. And commence with 50 steps. Wir fangen jetzt an mit 50 Schritte. Ganz einfach. 3 Jahre vor der Geburt, 3 Jahre nach der Tod. Warum mache ich das immer? 3 Jahre vor der Geburt tust du entscheiden, ich will wieder leben. Dann nimmst du dich 3 Jahre Zeit, also minus 9 Monate natürlich, um Lebenslektionen zu wählen. Du tust Verträge mit anderen Menschen, mit anderen Seelen angehen. Von, du, mit dir kann ich aber das lernen. Kann ich dich bitte dort kennenlernen denn? Und weißt du was, wenn wir uns verpassen, ist kein Thema, dann machen wir es da wieder. Oder da, oder da. Und wenn wir uns dann noch nicht verpassen, ist kein Problem. Tun das auflösen, dann hat das Leben nämlich noch ein andere für mich.
mit dem ich das ausarbeiten kann. Easy. Also, solche Sachen machen wir. Dafür gibt es Personal Akashic Record Keeper. Das ist persönliche Akashic Record Keeper. Ich weiß nicht. Wie tun wir das übersetzen? Wenn du das weißt, tu es bitte in die Kommentare rein. Danke. Weil das brauche ich nämlich für meine Zukunft. Ich weiß auch nicht alles, gell? Also, die persönliche Akashic Record Keeper wird nämlich abgestimmt auf der Duo, die du jetzt, dass du dieses Video anschaut, Lebensverträge, die du mit anderen Menschen hast, anpassen, auflösen, neu erstellen. Das ist etwas, was man einfach machen kann. Und warum? Weil wir mit Engeln arbeiten, die das Erlaubnis haben. Also mega cool. Das ist so ein spiritueller Gadget, was wirklich geil ist, wenn man das machen darf. Das hat mich schon ganz viel Leiden vorbeugen bespart. Ja, warum leiden? Wenn man manchmal noch alte Verträge hat, die eigentlich gar nicht mehr zu dich als Person und auf die persönliche Entwicklungsebene, wo du jetzt bist, passt, aber noch nicht aufgelöst sind, kann das wirklich ein fucking Pain in the Ass sein. Und wenn man das, Entschuldigung für meine Sprache, wenn du dir aber erlaubst, dass der Personal Akashic Record Keeper all die Verträge jetzt anpasst, auf Basis von der Person, die du jetzt bist, das ist mega cool, sag's dir. Also, machen wir, gell? Ja. Damit kannst du wirklich die Beziehungen, die du jetzt in der Leben am Gestalten bist, am Formgeben bist, viel cleaner, sauberer, aufrechter angehen, wie es optimal ist. Also, let's commence. Step. Start. 1. Ich zähle zum ersten Mal auf Deutsch in ein Video. 2. Ich sehe immer die Zahlen im Luft, das heißt, ich schaue einfach, was da passiert. Ich habe da nicht wirklich Kontrolle drüber, ich schaue einfach. 3. Die Geschwindigkeit. Und ich merke, dass ich in einen Trance gezogen wird, in eine Art von Bewusstseinsebene des Hypnose. Lassen wir es so nennen. Ich merke, dass bei mir und auch bei Zuschauern Verträge angepasst und verändert werden. 4. Und das ist eine typische Heilung, die man auch nochmal mit Traumstart, Heilung, Dream State Healing ausarbeiten kann über die kommenden Nächte. Für den einen Mensch wird das 3 Nächte sein, für den anderen 7, für den anderen 21, der andere tut wieder 28 Tage, Nächte drüber. Und das ist alles okay. Einfach komplett abgestimmt auf dich. Auf dir. 5. Und wenn du selber das Gefühl hast, dass du bei einer bestimmten Zahl länger brauchst, fühl dich frei, einfach auf die Pause-Knopf zu drücken und nimm dich Zeit. Nimm den Raum, den du brauchst. Möchtest du schneller gehen? Ja, sorry, keine Lösung. Tut mir leid. 6. Entschuldigung, da kommt ein wenig Geräusch.
7, 8. Und zur Erinnerung, was wir machen, ist eine Zeitlinieheilung, wobei 4 verschiedene universelle Gesetze durch dein Leben fließen mit der Absicht, dich mehr im Einklang mit deinen Lebenslektionen zu bringen, um dich auf einen höheren Lebenspfad der Bestimmung zu bringen, damit du dein Leben mit weniger Drama und mehr Einsicht durchleben zu lassen, wo Synchronizität eine höhere, wichtigere Platz oder Stufe einnehmen kann. 9. 10. Und das Schöne für uns, so zu arbeiten mit 50 Schritten. Keins von uns muss sich Sorgen machen, wie alt wir werden. Das ist alles nicht mehr wichtig. Es ist nicht wichtig zu wissen, wo wir sind, von Start bis Finish. Wir sind einfach, wo wir sind heute. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
24, 25. Ja, sonst sind wir genau in die Mitte von unserem Leben. Es ist gar nicht wichtig zu wissen, welches Alter das ist. Es ist, wann es ist. 26. 27. 28. 29. 'Es ist sehr schön zu sehen, dass ein paar Zuschauer wirklich ganz tiefgreifende Prozesse durchlaufen im Moment. Wieso ich das sage und warum ich das erwähne, ist, dass ich in 2 von den Zuschauerräumlichkeiten, die erstellt sind durch die Engel, ganz viel Lichtprozesse im Moment sehe. Da läuft wirklich ganz viel ab und ich sehe auch wirklich, wie ihr einander energetisch unterstützt. Ihr erlaubt vieles zu verarbeiten im Moment. Ihr seid wirklich ganz coole Communities. Innerhalb einer großen Community noch mehr kleinere Communities, aber wirklich spirituell, seelisch sehr aufeinander abgestimmt. Ganz schön. Ja, Respekt. 28. 29. 30. Jetzt fangen die untere Zuschauergruppe im Prozess zu geraten. Das ist ganz schön. Ja, manchmal braucht es das einfach, weißt, wenn man Sachen wahrnimmt, einfach benennen und aussprechen. Das hilft, dass es mehr auf die Erde ankommt, dass es mehr in die verschiedenen Bewusstseinsebenen ankommt. Manchmal wird es verstanden durch der andere, manchmal nicht. Und das ist alles okay. Zweiunddreißig. 33. Wirklich schön warmes Herz. Ich bin froh mit euch. Ja. Auch wenn ich die meisten von euch überhaupt persönlich nicht kenne. Ich spüre euch. Sehr schön. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob du dieses Video in 2023 anschaut oder 2024 oder viel später. Die Natur von diesen Videos ist, dass alles im Jetzt ist. Das heißt, du siehst dieses Video
in dein Jetzt und verbindest dich damit in meinem Jetzt. Also getrennt durch Zeit und gleichzeitig gar nicht. Wenn man gewöhnt ist, seelenbasiert und multidimensional zu leben, ist das sehr normal. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. 32, 33, 34, keine Ahnung, 35, 36, 38, 39, 40, auch ich bin in einer Trance, andere Ebene des Bewusstseins. 41, 42, 43, 44, 45 oder 45. Abhängig, ob du wie ich in der Schweiz lebst. 46, 46. Entschuldigung für die Geräusche, tut mir leid. 47. 48. 49. 50. Und mit Schritt 50 ist diese Zeitlinie Heilung, Beeinflussung, wie du es nennen möchtest, am Ende gekommen. Und wir sind fast zu Ende dieses Video. Und was die Engel uns noch mitgeben möchten, ist, dass wir die Gesetze, die jetzt in unser Energiekörper oder Energiefeld einen Platz bekommen haben, einfach durch unsere Schutzengel aktivieren lassen können und einfach fragen: Schutzengel, kannst du mir mein Symbol von das Gesetz der universelle Gesetz der Mut des Herzens bitte aktivieren für diese und diese Situation oder für die kommende Stunde oder aktiviere das Mut des Herzens für das kommende Treffen oder aktiviere das für das Angehen von das nächste Projekt. Sei kreativ. Mach solche Sachen. Schreib's dir auf.
nütze deine eigene Freiheit von Kreativität. Es gibt kein Buch, das sagt, man kann ein Gesetz nur in diese Form und in diesem Moment und nach dieser Vorlage aktivieren. Nein, hallo. Wo ist denn die Entwicklung? Wo ist das Wachstum, wenn das so wäre? Gibt es ja nicht. Es geht nicht. Das heißt, wir haben Freiheit von Wachstum. Wir dürfen selber frei wählen. Oh, sagt ihr, es ist schön draußen. Also, wir gehen mal zu Ende dieses Videos. Ich tue euch schnell durch ein paar Schritte führen für Vollziehung dieser geführten Heilung. Und dann gehe ich ganz schnell mit euch raus mit der Kamera und zeige euch das Aussicht, was ich sehr schön finde. Es kann sein, dass du gar nicht begeistert bist. Darf. Ist okay, gell? Ich frage die Engel der Höhe Magie, um unsere spirituelle Werkzeuge wieder zurückzubringen zum ordentlichen Platz, wo die gelagert werden. Wir müssen gar nicht wissen, wo das ist. Wir können einfach darauf vertrauen, dass die Engel wissen, wo. Dass die genau das dorthin bringen, wo es sich gehört. Zurück zur Werkstatt, um so zu sagen. Kennst du die Werkstatt? Weißt, mein Nachbar hat so eine, mega cool. Die hat eine Werkstatt, das kennst du sicher. Und das sind all die Hammer, die Schraubenzieher, sind wirklich ganz schön umzeichnet, dass jeder weiß, was wo gehört. Also, kannst du dir vorstellen, unsere spirituelle Tools gehen auch dorthin. Also nicht zur Werkstatt, aber nein, unsere. Sorry. Also, wer das Sepp wirklich mal das Video anschaut, der wird wirklich lächeln. Der wird auch schmunzeln. Ich kenne ihn. Der wird da Spaß dran haben. Der Rest versteht er überhaupt nicht. Ist egal. Aber das versteht er. Also, Tools sind zurück. Wir fragen nochmals erneut für jede die geeignete Traumstartheilung an. Für x Nächte. Nein. Wir tun noch schnell ein goldenes Sonnenverlauf. Ich habe auch in die Playlist, hier unten habe ich auch ein Video, 5 Minuten Video, die kannst du dich anhören, wenn du möchtest. Ich kenne ein paar Kunden aus Holland, die tun das regelmäßig. Die fühlen sich mit viel mehr beschützter, wenn die das Video angeschaut haben. Also das ist sehr empfehlenswert für die auch so die körperliche Sensitivität, die Neurosensitivität spüren. Wir stellen uns jetzt mal eine goldene Sonne oberhalb unser Kopf vor und alle Energie, die jetzt gerade freigesetzt ist durch Zeit und Raum, das fließt alles wieder zurück in die goldene Sonne oberhalb unser Kopf. In die goldene Sonne wird die Energie gereinigt und nach die höchstmögliche Vibration gebracht. Die Engel tun dort göttliche Qualität wie göttliche Liebe, göttliches Vertrauen, göttliche Synchronizität einfließen lassen. Das vermischt sich und fließt jetzt runter und fließt rein im 7. Chakra, 6. Kehlchakra, Herzchakra, Solarplexus, 2. Chakra, 1. Chakra. Es breitet sich aus und fließt aus in alle Minor- und Secondary Chakra. Es füllt das komplette Körper aus, physische Körper, alle Organe und fließt durch den Haut raus, füllt alle Auraschichten auf, weil mit einer Heilung fließt Energie weg und was wichtig ist, dass man dann den Raum, wo die Energie weggeflossen ist, auffüllt mit eigener Energie und nur eigene Energie. Und für diejenigen, die schon etwas weiter sind in meinen Videos oder das schon kennen von anderen Ressourcen, request the Angel of High Magic to flow in Tetragrammaton. That is 4 polar energies and fills us up. Und das Gesetz der Makro-Mikrokosmen aktivieren lassen, damit die goldene Sonne-Energie und Tetragrammaton auch in
Astralkörper, mentaler Körper, spirituelle Körper einfließt. Und wir bedanken die Engel für die Unterstützung für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Für diejenigen, die gerne dabei sind beim Read und Dine, der erstfolgende Read und Dine Termin ist am Freitag, 15. Dezember im Kurhaus Flüeli, Kanton Luzern. Schau auf die Webseite dasblauebuch.ch oder auf helentithoff.com. Da gibt es im Frühling einen Überblick von mehreren Anlässen, wo ich vorlese aus das Buch. Oder abonniere dich sowieso auf meinen Kanal. Dann kannst du beim nächsten Video sehr gerne eintauchen in die Welt der metaphysischen Heilung, metaphysisches Bewusstwerden. Und dann werden wir arbeiten an, ich weiß es noch, wenn ich nachdenke, das universelle Gesetz der Austausch. Ja, machen wir. Bist du dabei? Freue ich mich. Also jetzt zum Schluss, wo ich mich schon die ganze Zeit darauf freue und ich wirklich anschaue, die Sonne geht runter. Es ist noch kein Sonnenuntergang, keine Romance im Kopf. Also nein, einfach nur Hübschheit. Kommst du mit? Also, ich lasse euch mal mitschauen, wie ich wohne. Also, ich liebe das. Ich finde das so etwas von Schönes. Und für diejenigen, die sich orientieren möchten, da liegt Flüeli, Kurhaus Flüeli, wo das Read und Dine Anlass sein wird. Für ein paar alte Mitarbeiter vom alten Job. Da irgendwo liegt Kemmeribodebad. Dann gehen wir da weiter. Da liegt der Bürgerstock, wo ich früher geschafft habe, und auch Hotel Filonek. Tada! Ist einfach schön. Also ich liebe es hier zu wohnen. Ich habe noch eine andere Playlist. Das heißt Live on the Swiss Farm. Da habe ich Videos, die schon 50.000 Mal angeschaut sind. Einfach Leute, die lieben das. Einfach ein Bauernhof-Video. Also ich finde eigentlich mega cool. Also ich gehe nochmal ganz schnell kurz zurück. Ich hoffe, du hast genauso viel Freude erlebt an dieses Video wie ich. Für mich hat es Spaß gemacht, mein allererstes Video auf Deutsch zu machen und auch gleich so lange. Ich bin noch recht stolz auf mich. Mach mal einen Kommentar. Wie fandest du das, mich mal auf Deutsch zu hören? Also, ich freue mich drauf. Ja, ich kann nur sagen, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, das Video tut dir gut und dass du in die kommende Woche, die kommende Zeit spürst, dass es eine Änderung gibt in dir. Und das wirst du merken in deine inneren Reaktionen, wie du reagierst, wie du anders denkst. Schreib doch mal in die Kommentare, wie es für dich war. Also, dann sehe ich dich in ein, abhängig wann, vielleicht in ein paar Wochen wieder. Vielleicht ist es schon in 2026 und sagst du, ach Helen, ich gehe einfach zum nächsten Video von dir. Geht auch. Also, herzlichen Dank. Ich hoffe, du findest auch mehr Mut in dein Herz, dass du dich getraust, Sachen zu tun, die du vorher dich nicht so getraut hast, egal wie. Auf Englisch sage ich normalerweise immer, till next time, bye bye. Und jetzt sage ich, was sage ich? Auf Deutsch. Es war mir eine Freude und gern bis zum nächsten Mal. Hab Sorge. Ciao, ciao.